So, ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part der Let's Play Technomancer. Ich bin so in einem Simmerfix. Stealthy, hier schreiten wir hier voran. Wir sind hier gerade in dem ASC-Hauptquartier und versuchen gerade den Sohn des Richters zu befreien und gleichzeitig noch unsere Kleidungen für die Reise an den Nordpol, Südpol, an einem Pol zu finden, wo ja sich der eine wichtige Bacon befindet, mit dem wir Kontakt mit der Erde aufnehmen können. Aber jetzt erstmal zum Sohn des Richters. Who are you? You're not a member of the ASC. What are you? How did you get in here? You Simon Judge's son? Your father asked me to find you and bring you home. Bullshit. My father abandoned me years ago, and now he comes to rescue me from the only people who have cared for me since? He never gave a damn about me. Can't you see I'm happy here? The ASC is my new family. Get out. He didn't abandon you. The ASC kidnapped you and have been using you to blackmail your father. He's been following their demands for the past 4 years, all to keep you safe. As soon as he learned about your whereabouts, he sent us to bring you home. Why the hell should I believe you? Because I'm telling you the truth. I know it doesn't make any sense right now, but the ASC's chief, Victor, had you kidnapped years ago to manipulate your dad. And your dad never knew who had you. Your dad only figured it out after he was asked to just openly support Victor's power grab. Once he knew, he sent us. I don't... But where is he? If it's true, then where is my father? Go to the Curiosities, a bar in the slums. Wait there and your dad'll meet you. If he's not there when you get there, just ask the bartender to hide you for a while. He's used to that kind of thing. Alright, let's go see the judge. Break the good news that his son's finally free of the fucking ASC. Oh, ich will aber nicht zum Richter. Das heißt, wir müssen uns nochmal durch den Untergrund kämpfen. Okay, Leute, Mann, wir werden niemals hier rauskommen. Ich sehe dir schon kommen, Mann. Ich sehe dir schon alles kommen, Mann. Wird noch sehr lange dauern, bis wir endlich fertig sind, Mann. Weil jetzt müssen wir nochmal zum Richter gehen. Auf dem Weg müssen wir wieder gegen 200.000 Feinde kämpfen, die wieder alle nachgespawnt sind. Ach, das ist doch wieder alles lustig. Übrigens, ihr habt meinen lustigen Speicherbug wieder. Ihr wisst schon, dass ich in den Speicherbildschirm gehe, das Spiel nicht speichert und ich mich nicht mehr rausgehen kann aus dem Speichermenü, sich alles aufhängt. Voll der lustige Bug, Mann. Ich dachte, der wird jetzt eigentlich gefixt, aber hey Leute, Mann, es wäre nicht Technomancer, wenn alles perfekt wäre, oder? Bam! Tritt an den Kopf, tritt an den Kopf, tritt an den Kopf, tritt an den fucking Kopf, so. Bam! Achso, der ist hinter mir. Moin, moin, servus, wie geht's dir so? So, tritt an den Kopf, tritt an den Kopf. Und jetzt... Bam! Tritt an den Kopf. Immer noch die beste Angriffsmethode. So, kümmern wir uns kurz um den und... Ah, deine Waffe ist überhitzt. Ja, dann hast du eh keine Chance. Gut. Gibt's ja noch ein paar, die kämpfen wollen, sterben wollen. Wollen wir wieder einen ausbluten lassen? Es lohnt sich nicht mal, Leute auszubluten zu lassen. Weil wenn man kriegt aus Menschen, kriegt man immer so wenig Serum, Mann. Da lohnt es sich eher schon so irgendwie diese Maulwürfe oder so zu looten. Die werden wir eh gleich wieder sehen, wenn wir in den Untergrund müssen. Da freuen wir uns alle, gell? Da dachte ich mir. So, jetzt holen wir aber erstmal unsere Kleidung. Ah, Klopsgeld. Sehr geil. Okay, das wird nicht so schön, wie ich es mir gedacht habe, aber egal. Aua. Alter, was machst du? Was machst du? Was machst du, Spiel? Ich weiß es nicht. Ich markiere ihn, aber er greift jemand anderen an. So. In unserem Berserk-Modus machen wir auch so krass viel Schaden, Mann. Das ist nicht mal lustig. Und wir sind auch schneller. Also nicht nur vom Schlagen her, das wusste ich ja, aber auch vom Speed her. Ziemlich cool. So, glaubst du, Kerl? Aus dir kommt man eigentlich viel Serum raus, ne? Besonders wenn du mir nicht mehr ein Item gibst. Wir lassen ihn mal wieder ausbluten, Mann. Ernsthaft, Mann. Ja, 9 Serum, Mann. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Eis. So, was haben wir hier? Haben wir die ersten 3 Kleidungsstücke und da die zweiten 3 Kleidungsstücke, oder? Oh, what a nice jacket. I think I shall look quite chic. And look at that for you. You can even wear combat equipment beneath it without sacrificing comfort. Remarkable. Wenn's Gott gefällt, dann freue ich mich doch immer. Ja gut, Leute, Mann. Dann, ich würde sagen, wir gehen kurz mal in die Workbench hier. Schauen wir mal wieder nach Gesundheitsinjektionen. 40 Hammer. Drehen wir uns mal wieder 20 her. So, ach, wir haben auch so viel schön Serum, Mann. Wir können uns echt noch viele erstellen. Das ist sehr gut.
Dann verlassen wir jetzt hier diesen wunderschönen Ort wieder, das AC-Quartier. Wir haben ja erstmal soweit alles erledigt. Jetzt kommt wieder der lustige Teil. Jetzt müssen wir wieder nach oben laufen. Wenn wir oben sind, müssen wir dann erstmal wieder den ewig langen Weg zurückgehen in den Untergrund. Und durch den Untergrund müssen wir uns schlagen. Da müssen wir... Ich habe echt keinen Bock mehr, Mann. Also ernsthaft, das ist so ultra langweilig. Immer diese unnötige Kämpferei, Mann. Ich muss jetzt schon wie... Ja, und hier sind die Gegner auch nachgespawnt. Ist ja klar, weil ich das Spiel nochmal neu starten musste, sind jetzt alle Gegner nochmal neu nachgespawnt. Aber das ist mir scheißegal, Mann. Ich kämpfe nicht mal gegen euch, Mann. Beim letzten Mal war es ja nett, weil es ein paar anspruchsvolle Kämpfe war, aber jetzt macht es einfach keinen Spaß mehr. Doppelt diese ganze Dreckskämpferei, Mann, macht echt null Spaß, Mann. So, wo geht's eigentlich dahin? Wo zur Hölle kommen wir eigentlich her? Das ist mir wurscht eigentlich, was passiert. Jetzt komm schon. Spiel, nicht ätzend sein. Okay, Dankeschön. Lass mir einfach da durch. Und gegen die eine Person kann ich kämpfen, Mann. So viel Zeit muss sein, Mann. Okay, es sind schon wieder 2. Schon wieder kein Bock mehr. Ja, okay, es sind schon wieder 3. Ich meine, vorher war hier nur eine Person, aber jetzt sind es ja 3, weil, hey, wir sind ja schon wieder lustig, spaßig, freundlich und scheiße. Komm schon, Spiel langweilig. Ja, tötet mich, Alter. Ist mir eigentlich wurscht, Mann. Ich will einfach nicht mehr kämpfen, Mann. Es macht keinen Spaß, Mann, immer gegen diese Helden Heinis zu kämpfen, nur weil das Spiel nicht das vernünftig mit dem Nachspawn mal regeln kann, Mann. Dass Gegner halt nicht alle 2 Sekunden nachspawnen. Dass ich mal durch einen gewissen Weg gehen kann, ohne dass Gegner wieder aufspawnen. Es ist katastrophal einfach. Ja, dann töte ich euch halt auch, wenn es euch Spaß macht, Mann. Es ist ja wirklich nicht so, dass irgendjemand von euch jetzt echt anstrengt zu bekämpfen. Es langweilt halt nur. Es nimmt halt nur Zeit, Mann. So, wenn es euch Spaß macht, ja, wirbel ich euch drum, Mann. Fühlt ihr euch jetzt besser, Mann? So, geht's dir jetzt besser, Mann? Wir sollten echt jeden einfach das Serum rauspumpen, Mann. Wir haben es ja nicht anders verdient, Mann. So, spannender Kampf. Voll anspruchsvoll. Gut, geschafft. Jetzt müssen wir hier raus, in der Hoffnung, dass wir immer hier den Gegnern entfliehen können, aber das bezweifle ich sehr stark. Das heißt, wir müssen gleich auch nochmal neu kämpfen. Juhu. Ich hasse es so sehr, Mann. Also ganz ernsthaft, Mann. Dieses Nachspawnen, Mann. Anstatt dass irgendwie die Gegner alle halbe Stunde nachspawnen. Alle 15 Minuten immer. Nein, alle 2 Minuten. Hey, Mann, ich sag immer wieder, wir haben schon mehr Gegner besiegt, als es wahrscheinlich Menschen noch auf dem gesamten Mars gibt. Aber hey, Mann, rotten wir die Menschheit aus, Mann. Wenn wir schon nichts Besseres zu tun haben. So, gut. Wir gehen jetzt wieder raus. Versuchen, keinen Gegner aufzuwecken, was unmöglich ist. Bitte, bitte, bitte. Alter, wo ist denn hier der scheiß Ausgang, Mann? Hä? Okay, es gibt keinen Ausgang mehr. Wieso sollte es auch einen Ausgang geben? Sehr gut. Immer etwas Gutes mal. Jetzt muss ich zu diesem dummen, behinderten Richter wieder laufen, Mann. Weil das Spiel wieder amüsant ist, lustig, spaßig. Ihr wisst schon, das Übliche halt. Wie macht man das denn am blödesten? Ich weiß es nicht, Mann. Leute, ich glaube, ich mache jetzt kurz einen Cut, Mann, weil es ist jetzt echt nervig. Ich muss jetzt wieder durch den gesamten Untergrund laufen. Da muss ich durch den gesamten Slums laufen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich beim Richter bin, weil das ist eine Viertelstunde einfach nur unnützes Kämpfen. Bis gleich.
So, da sind wir schon wieder, Leute, Mann. Nach knapp 7 Minuten, die wir uns hier gespart haben und ich hier einige Male gestorben bin, weil ich versucht habe, an Gegnern vorbeizulaufen, was in diesem Spiel natürlich nicht geht. Sind wir hier und nun reden wir hier mit dem guten Richter. You find your boy? Yes, I sure did. He's in a safe place now. He's recovering. Being isolated as much as he was it'll take time, I'm sure, for him to be back to his former self. Until then, I will find a way to turn the Assembly against Victor. Let him try to get another law passed. It'll be like hitting a mountain. Thank you. No, Zachariah. It is I who am indebted to you. Not just for what you have done for my family, but for Abundance, who deserves better than this tyrant. Und damit haben wir auch die Richter hier überzeugt. Nun haben wir hier schon gleich das Nächste, und zwar, dass wir uns mit den Versammlungsmitgliedern in irgendeiner ekligen Gasse in den Slums treffen müssen. Sieht natürlich so wieder sehr professionell aus. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen Fehler begangen. Ah, ich habe einen Fehler begangen. Ich habe mir den Luxus genommen, übrigens haben die Speicherslots voll, dass ich speichern will. Schau mal. Ob es mir erlaubt zu speichern? Es sieht dann aus. So, dann, ja, machen wir hier. Mit den Versammlungsmitgliedern reden. Hey, you wanted to see me? Ah, yes. Sorry we had to meet here. The source must have been difficult to get to, but I'm pleased to finally make your acquaintance. Yeah, this isn't exactly homey. What can I do for you? I've been informed about Colonel Victor's less wholesome activities and your role in revealing them. With the Assembly in uproar, my group is trying to take a stance amidst the chaos. Colonel Victor's scandals and his methods have shocked the members of the congregation and the common people. Continuing support of the Colonel is political suicide. The trust between the people and their leaders must be restored for the good of Abundance. You may be young, but you are wise. Victor is in a precarious position, and if his head is on a stake, his allies will join him. Better to jump ship before the crash. I, for one, have never approved of his methods, but the results have always been effective. The winds are changing, momentum is shifting, and we must show our objection to his brutality. Corruption is rampant at every level of our corporation, but who can say no to serum? Are you trying to bribe me? No, of course not. I was simply referring to the Colonel's buyouts of certain Assembly members. Back scratching has been toxic for Abundance. For now, Victor roams unchecked. I agree. Alone, I can do nothing but agree. Perhaps it is time to gather truly honest men to represent the people of our great corporation. Look around you. Do you see the people? They're scared, angry. Victor's incessant intrusion has violated the privacy of their lives, their relationships. They no longer feel free. All this whistleblowing has shattered our sense of community. No one trusts each other, and vendettas and misunderstandings alike send innocents to be imprisoned, tortured, or killed at the ASC's whim. Colonel Victor won't stop until he pushes the people of Abundance to flee or fight, to the brink of revolution. You're painting a very dark picture here. What you're saying could happen, I agree. Victor's playing with fire, and the flames grow with each passing day. We could lose everybody. Our workers, our scientists, our soldiers. And they will be turned into our worst enemy. Our army's ranks are spread thin and filled with the Colonel's lackeys. If he wanted to seize power, declare martial law, Abundance wouldn't have the strength to repel him. And his unjustified arrests of our master Technomancers forced them to flee, adding to our enemy's advantage in skilled forces. Many of our soldiers have deserted, some unwilling to participate in Victor's madness. Others turned mad by his combat drugs. We must stop Victor before it's too late. Oh my. I did not realize Victor had taken things so far. This is grave news. You're right. We need to curtail the bleeding, so we can give our army a chance to rebuild. I remember a time when Abundance was the crown jewel of Mars, the epitome of the best of doctors, technicians, scientists. But today, these bright minds are, oh, the horror, a travesty that Zachariah neglected to tell you about, the vilest scandal of all.
My colleagues who don't run away are put away into re-education camps, giant brainwashing centers. This spiteful man you call Colonel is persecuting our best. Really? This is the first I've ever... If this is true, this is indeed a problem. Without our scientists, we'll soon lose our advantages over our rivals. Listen, man, I'm the poster girl of abundance. This city, it's my home. So when I see what this piece of shit, human garbage Colonel Motherfucker has done to it, makes me pretty pissed off. We can't let this continue! I think I now understand why we didn't include a caption with the photo. You are quite persuasive. You have convinced me. I will go and try to do the same to my peers. Of course, even with unanimous focus and direction, it will take months to regain the trust of our people and rebuild the strength of our army. But most urgently, we must remove the man who started it all. An extraordinary meeting will take place in a few hours, and I have no doubt that it will end with good news. No mercy for traitors! Treacherous scum! Two-faced bastard! Cut out his tongue! Bumbling fool! Throw him in with the music! Wer hochsteigt, fällt tief. Ja, ja, so langsam wird das Eis unter Victor ziemlich dünn. Und genau das ist unser Ziel. So, wie es aussieht, haben wir hier genügend Stimmen zusammenbekommen. Wirklich das Volk zu überzeugen, Victor loszulassen. Und das ist doch super. So, wir müssen nicht mehr in die Börse, das heißt, wir müssen erstmal nichts mehr dort erledigen. Das heißt, uns fehlt jetzt noch eine einzige Sache. Und wer weiß, ich glaube, dann werden wir schon langsam mit dem Finale starten. Wir müssen uns noch ein geheimes Artefakt holen. Aus einer Kuppel. Und ja, dann müssen wir mal schauen. Der Nordpol, Südpol, Pol, wartet noch auf uns. Und dann müssen wir unseren finalen Schlag noch gegen Victor ausführen. Und dann, wer weiß, war es das schon mit der Technomancer. Gut möglich, oder? Wollte mich hier runter... Ah, zum Glück sind alle Gegner schon wieder nachgespawnt. Aber wir sind ja wieder verdammt lustig. Stimmt ja, vergesse ich immer wieder. So, aber das ist mir jetzt wurscht, Mann. Wir haben genügend Positives in diesem Part erreicht, Mann. Endlich ist der blöde Victor hier endlich mal irgendwie angeschlagen, Mann. Der hat ja bis jetzt immer... ich bin Victor. Und im Endeffekt hat man keine Chance gegen ihn. Und so wie es aussieht, so ganz langsam nähern wir uns hier doch, ja, unserem Ziel. Gut, wie marschieren wir am besten, damit wir nicht 1 Million Gegner besiegen müssen? Gib mir den langen Weg. Ich glaube, über den langen Weg, da müssen wir Normalwürfe hier besiegen. Ist mir lieber als Soldaten, Mann. Soldaten sind so stark geworden, Mann. Viel zu stark, Mann. So, da geht's leider zur Börse hoch. Da wollen wir nicht lang. Da gibt's welche von diesen ekligen Käfern, aber die sind ja kein Problem. Machen wir einmal den. Dann gibt's noch einen Tritt, einen dicken. Und dann war's das schon. Also Leute, Mann, ernsthaft, diese Gegner von Anfang an des Spieles wurden kein Stück stärker, Mann. Und das sind wirklich echt die mit Abstand schwächsten. Ich meine, sie können ein paar Blitze schießen, aber ich meine, wir versuchen ja nicht mal auszuweichen. Und trotzdem besiegen wir jeden Gegner hier. Okay. Level 33. Zack, jump mal runter. Könnte man sogar vorbeilaufen. Ah, Mami am Maulwurf, sehr schön. Aber ich habe den falschen Weg gewählt. Das ist natürlich doof. Kommt er mit? Okay, kommt Mami Maulwurf halt mit. Dann kämpft mal gegen Mami Maulwurf und gegen Papi Maulwurf. Ist mir das doch wurscht, die macht euch alle platt, wenn ihr unbedingt wollt. So. Wenn ihr unbedingt spielen wollt, die mache ich platt, Mann. Es ist jetzt so, Mann. Ich hatte eigentlich nur Mitleid mit euch, aber hey. So, teasern wir den ein wenig. Schön weggejumpt. Bam. Bam, Wirbel of Doom und weg. So, und damit er auch nimmer auftaucht, so ekliger Maulwurf, Mann. Pack mal das weg. Serum aussaugen aus Maulwürfen ist gar nicht mal so leicht. Ich will nicht mit Scott reden. Ich will immer noch nicht mit Scott reden. So, ausbluten. Quäle ihn, Mann. So, Serum, neues Serum. Krasse Sache. Ja gut, dann haben wir es hier fast geschafft. Ich glaube, wir müssen einmal noch an ätzenden Gegnern vorbei. Ich weiß nicht mal, was es war, aber irgendwas Schlimmes wird schon sein. Und dann haben wir es schon geschafft. Genau, an den. Ja, okay, das sollte schaffbar sein.
Die kann ich sogar bekämpfen, Mann, weil die haben wir halt so schnell besiegt. So, damit kann ich leben. So, dann warten da nochmal welche von den anderen. Warten gleich nochmal die gleichen Käfer, wenn ich mich nicht irre. Alter, was ist denn los? Scott, steck deine scheiß Waffe weg und hör auf rumzubuggen. Dankeschön. Ich kann die Gegner leider erst angehen, wenn ich die Tür offen habe. Okay, Scott? Super gut. Dann besiegen wir nochmal die. Machen wir ja immer wieder gern. Haben wir ja schon zum 2000. Mal. So. Mach mal, Leute, wer einen Counter macht, wie oft wir diese Gegner schon besiegt haben, Mann, der bekommt irgendwas gut. Ich tippe mal auf so 308 Mal. 307 Mal. Ich meine nur diesen Kampf. Immer an dieser identischen Stelle, Mann. Also ich tippe echt so. Also an die 100 Mal wird schon echt sein, Mann. War's das? Super. Gut, damit haben wir es geschafft. Gut, Leute, dann wartet also nur noch eine Mission. Wir haben uns hier wieder erfolgreich durchgeschlagen. Und beim nächsten Mal werden wir dann hier mit der Mission starten. Aber erstmal werden wir noch unser Team endlich mal upgraden. Mal wieder endlich. Oh, raus mit euch, Scott und Amalia, Mann. Das hat mich am meisten angekotzt, Mann. Ich will auch nicht mit Nisha reden. Ich will auch nicht mit Andrew reden. Ich möchte Nisha in der Party haben. Raus, raus. Die gute Nisha und Phobos. Schau dich mal Phobos bitte an. Der sieht so geil aus. So, was haben wir denn hier? Skills, ja. Erhöht die Anzahl von Flüssigkeiten. Können wir machen. Wieso eigentlich nicht? Ist mir doch wurscht. So, und dann haben wir wieder hier einen Upgrade-Punkt. Wir haben Charisma ganz oben. Wir haben Fallenschlösser ganz oben. Wissenschaft brauchen wir nicht. Herstellen brauchen wir auch nicht. Erkunden können wir machen, aber ist ziemlich unnötig. Mach mal Tarnung. Ist doch wurscht. Mach mal Tarnung. Kann ich mich am Monster ran stealthen. Hammergeil. Ja gut, Leute, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit der Technomancer und dann heißt es auf das letzte Objekt holen. Bis dahin, haut rein, ciao.